Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite zu unserem heutigen Webinar zum Thema Advanced Retail Solutions. Genau, mein Name ist Arno Staude, Geschäftsführer von der Controlex GmbH und ich werde jetzt heute durchführen. Wir haben 60 Minuten, 50 Minuten ist reserviert für eine Präsentation unsererseits und auch einer Live-Demo. 10 Minuten später stehen dann nochmal zur Verfügung für eine Q&A-Session. Also wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne posten. Es gibt oben bei Microsoft Teams so einen Button, da steht F&A drauf. Und direkt neben dem Chat-Button sollten Sie den finden. Und da können Sie Ihre Fragen posten. Wenn Sie den nicht finden, den Button, können Sie es auch unter Chat machen. Dann werden wir auch schon zurechtfinden. Genau. Ja, Ziel unseres Webinars heute ist, dass wir Ihnen das Thema Retail Analytics näher bringen. Da gibt es eigentlich vor allen Dingen 3 Aspekte, die wir da beleuchten wollen. Das ist das Thema Hardware. Welche Hardware wird eingesetzt? Software vor allen Dingen. Welche Software wird eingesetzt? Aber auch das Thema Installation und Wartung ist ja ganz wichtig. Aber das zugegebenerweise werden wir nur am Rande behandeln. Genau. Ja, ich bin stolz, dass wir hier 2 Partner mit an Bord haben, mit der Firma Flame Analytics und Dahua, die, würde ich mal sagen, weltweit führend sind in ihren Bereichen, nämlich Dahua auf der Hardware-Seite und Flame Analytics auf der Software- und auf der Plattformseite. Und ja, an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön an Hauke Kerl von Dahua und an Roy Iglesias von Flame Analytics. Beide werden gleich einmal sich auch einmal kurz vorstellen und beide werden auch mit mir gemeinsam das Webinar hier begleiten. Genau. Uns ist wichtig, dass Sie auch verstehen, okay, welche Geschäftsmöglichkeiten lassen sich erschließen durch Retail Analytics. Und das gilt sowohl für Retailer, aber auch für Errichter und Systemintegratoren. Wir haben das über die Anmeldeliste gesehen. Es haben sich viele Retailer angemeldet, aber eben auch viele Errichter und Systemintegratoren. Und das freut uns auch ganz besonders. Ja, an dieser Stelle einmal würde ich dich, Hauke, einmal bitten, dich kurz vorzustellen, dich und die Firma Dahua. Ja, dann Dankeschön, Arno. Also Hauke Kerr, mein Name. Ich bin von der Firma Dahua. Wir sind ein Konzern, den es jetzt mittlerweile seit über 30 Jahren gibt. Letztes Jahr hatten wir 30-jähriges Bestehen gefeiert. Wir sind tatsächlich der zweitgrößte Anbieter für alles, was Videoüberwachung angeht, weltweit. Also es ist keine kleine Nummer, sondern wirklich mit der führende Anbieter. Wenn man über Videoüberwachung redet, redet man oft auch von Dahua. Bei uns ist es so, wir haben tatsächlich man nennt uns Vollsortimentanbieter. Das heißt, wir haben von Kameras, die 150 € kosten, bis hin zu Kameras, die sind teurer als die schönen roten Autos, die man aus Italien kaufen kann. Nur können die dann auch 15 Kilometer tatsächlich solchen Grenzstreifen überwachen. Vorteil für uns oder auch jetzt für die Partner ist, dass wir eigentlich alles abdecken, was nationale und internationale Normen angeht, auch gerade im europäischen Kontext, dass wir in den wichtigsten Gremien vertreten sind, die in der Branche sind, dass wir mit Standards definieren und vor allem, und das ist jetzt auch mit Flame der Fall, dass wir sehr viele, sehr gute Eco-Partner haben, die eben sehr schöne, interessante Lösungen anbieten, auf die man sonst nicht kommen könnte. Aber Hardware sind wir verdammt gut und für Software sind wir sehr, sehr froh, so gute Eco-Partner zu haben. Ja, vielen Dank, Hauke. An der Stelle, hat er schon schön übergeleitet, würde ich den Roy Iglesias einmal bitten, sich auch kurz vorzustellen und die Firma Flame Analytics und gerne das auch auf Englisch machen. Roy. Thanks so much, Arno. Hi, everyone. I am Roy Iglesias. I came from Flame Analytics. I am the retail manager of solutions in
Europe and for international projects. And I am excited to share with you about Flame Analytics. We are a game changer for retailers and venues, and always looking to harness the power of data. At Flame, we help you transform your physical spaces into intelligent environments, always using our innovative 5% sensor technology. We connect to your existing cameras or to the new ones in order to track customers' movement and behavior. So what does this mean for your business? Of course, with Flame, you can gain valuable insights into foot traffic patterns, optimize your store layout for better customer flow, and enhance staff planning, but based on real data. It's in live data that you have in your e-commerce and in your online activities. You have the same with us in the physical world. And of course, this means happier customers and improved sales. So imagine being able to create personalized marketing strategies that truly resonate with your audience in your physical space, but based on data. So what does we do? Retailers around the world are already using Flame to boost their ROI, the ROI of their campaigns, the ROI of their store, the ROI of all the performance that they need in the stores, and they make smarter decisions. In short, in a breakfast room, we turn your physical space into a powerful source of actionable insights. So during the webinar, let's work together to make your store smarter and see what is happening during this webinar. Vielen Dank, Roy, für die kurze Vorstellung von Flame Analytics. Ja, abschließend will ich auch noch ein paar Worte sagen zu Controlex. Wir sind ein Fachgroßhändler und Lösungsanbieter, sagen wir immer, im Bereich innovative Videoüberwachungstechnik. Genau, wir sind seit über 10 Jahren am Markt unterwegs und ja, unser Kundenportfolio besteht überwiegend aus Facherrichtern und Systemintegratoren. Wir bieten an Hardware, überwiegend Dahua, aber auch Software, zum Beispiel Flame, um halt innovative Videoüberwachungsprojekte umsetzen zu können. Wir haben aber auch unsere eigenen Lösungen, beispielsweise auch einen eigenen Webservice, um halt Videometadaten verarbeiten, transferieren zu können und entwickeln über unsere hauseigene Automatisierungsagentur Group-Lotse auch kundenspezifische Anforderungen und coden dann auch selber Lösungen für unsere Kunden. Genau. Heute bin ich froh, dass wir hier zum Thema Retail Analytics eigentlich unser gesamtes Spektrum vorstellen können und auch anbieten können. Und hier können wir eigentlich aus einer Hand alles anbieten, was ein Retailer benötigt, um ein Retail Analytics Projekt umzusetzen, immer gemeinsam mit unseren Systemintegratoren und Installateuren, die dann auch in der Lage sind, entsprechend die Technik zu installieren und zu warten. Und da haben wir ein großes Portfolio in Deutschland, Österreich, Schweiz, weit über 1000 Kunden. Und wir freuen uns da als Partner auch diesen spannenden Wachstumsmarkt Retail Analytics bedienen zu können. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Ich würde jetzt einmal dem Hauke nochmal das Wort geben, um uns nochmal ein paar Worte zu sagen zum Thema Business Intelligence. Wie ist da Dahua aufgestellt? Ja, feuerfrei, Hauke. Ja, dann so. Genau. Dankeschön. Also wir haben tatsächlich ein sehr breites Spektrum. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, wir haben immer die Möglichkeit, etwas zu detektieren oder auch zu agieren. Und so natürlich ein Einzelhandel weltweit ist natürlich vielen Herausforderungen gestellt. Aktuell sind das ja natürlich auch nochmal der Druck jetzt in der EU durch quasi Personalmangel nochmal insbesondere, aber wir haben auch eben klassische Themen, zum Beispiel, dass es darum geht, Diebstahl zu detektieren.
beziehungsweise Hinweise darauf, Indizien dazu bekommen und dann zu sagen, okay, das sollte jetzt ein Personal vor Ort nochmal rückprüfen. Ja, das geht mittlerweile mit KI sehr gut. Also wenn ich eine teure Rasierklinge entnehme und in meine innere Jackentasche stecke, tatsächlich kann man so etwas detektieren. Das ist durchaus möglich. Ja. Ebenso, dass man, Sie kennen das auch von einigen, denen in dem Bereich noch so ein EC-Terminal hat und dann kann man auch sehr einfach detektieren, ob jemand zu nah hinten dran geht an die Person, ja, und dann einfach so eine automatisierte Durchsage machen. Auch, also sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, klassische Themen um Diebstahl, aber auch ja, so, tatsächlich so unschöne Themen wie Überfälle oder so zu vermeiden. Das geht. Es geht aber noch sehr viel mehr. Wir sehen auch bei den oder immer mehr Themen, zum Beispiel auch, dass Einkaufswägen geklaut werden. Ja, die sind anscheinend sehr, sehr teuer und die Sicherungsmaßnahmen sind oftmals nicht so nett. Kennen Sie vielleicht, Sie gehen einkaufen, auf einmal rattert ein Rad, obwohl Sie ja im Laden sind, weil dann die Sperre reingehauen ist. Auch so etwas kann man detektieren tatsächlich, wenn Leute das Filialgelände verlassen oder wenn man das noch weiter spinnt, auch für Filialen durchaus sehr interessant, die Nutzung der Parkplätze im Außenbereich. Was ist mit denen nachts? Tatsächlich gibt es da ja auch Lösungen, dass man sagt, man vermietet die an die Nachbarschaft oder an Firmen, die in der Nähe sind. Auch hierfür haben wir Lösungen. Ja? Oder auch die Laderampe, die oft beschädigt wird. Kleiner Hinweis, das rentiert sich im Regelfall nach 3 Monaten, wenn man da entsprechende Kameras hat. Wir sehen auch immer häufiger, dass zum Beispiel Roboter abends eine Inventur durchführen oder auch Reinigungsarbeiten. Das haben wir die kleine das kleine Problem, dass dann natürlich normale Bewegungssensoren anschlagen. Bei uns ist das nicht so. Man kann unsere Kameras natürlich ja auch für eine Detektion von Menschen nutzen, ne? Und da sollte um die Uhrzeit dann keiner mehr drin sein. Das als quasi Sensor nutzen für die Alarmanlage. Aber diese Roboter, die die Inventur machen oder sauber machen, werden nicht erkannt, ne? Da haben wir sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Was auch noch schön ist im Bereich von Marketing Insights sind natürlich Sachen und die sind ein bisschen anders, als man sie kennt. Zum Beispiel, wie sind Laufwege tatsächlich anhand von Metadaten, also wie sind die Leute tatsächlich im Geschäft rumgelaufen, aber auch mit Heatmaps und zwar auch KI-basiert, also nicht nur rein mit, da gab es Bewegung, weil dann sehen Sie immer, gibt Bereiche, da ist immer Bewegung, weil ein Luftballon rumschwebt, nee, sondern einmal da ist Bewegung im Sinne von Menschen sind lang gelaufen, aber auch Verweildauer. Auch das ist interessant, weil eine Bewegung haben Sie im Ein- und Ausgang immer 100%, aber die Verweildauer ist auch interessant und sehr schön und viel aussagekräftiger über eine KI-Funktion darzustellen und dann damit zu optimieren. Und vielleicht für Sie zur Info oder als Bitte, nehmen Sie sich mal einen kleinen Stift zur Hand und einen Zettel. Natürlich, die Wörter und die schönen Themen, die wir besprechen, sind nicht sexy. Aber das, was Sie damit machen können, ist durchaus sexy. Also es ist sehr schön, wenn man mehr Umsatz hat oder viel weniger Fehlallokation. Und wenn Sie eben jetzt selbst eine Filiale haben oder so ein Geschäft haben, wissen Sie selbst, es ist immer auch ein Kampf dagegen, zu sagen, jetzt lag ich mit meiner Entscheidung falsch oder das Management, die 3 Meter Regal, die laufen einfach nicht, ich weiß aber nicht warum. Und mit solchen Lösungen hier von Flame und mit uns stehen die Chancen sehr gut, dass sie einmal diese toten Bereiche sehr schnell ausfindig machen, also wirklich wertvolle Zeit sparen, aber auch finden, wie soll ich die 3 Meter Regal denn, durch was soll ich die denn ersetzen, damit ich da eben keine tote Zone habe. Das heißt, um es zurückzumachen, von der Einfahrt tatsächlich bis zur Sicherheitsaspekt, bis zum Marketing Insight, der aber auch einen realen Vorteil bietet, einen handfesten monetären Vorteil bietet. Das ist eigentlich so unsere Expertise, würde ich sagen. Und an die Zuhörer oder die jetzt zugucken, bitte aufschreiben, wenn ihr Fragen habt oder wenn Sie Fragen haben. Ich bin mir sicher, da kommen welche und das lohnt sich tatsächlich dann, die auch an uns zu stellen. Das ist eine gute Gelegenheit dafür. So, dann können wir schon zur nächsten Folie gehen, tatsächlich. Ja, vielen Dank, Hauke, für die Einführung Business Intelligence von Dahua. Also Dahua, vielleicht nochmal abschließend angemerkt, ist wirklich weltweit führend in dem Bereich KI.
im Bereich Videoüberwachung und es gibt wirklich viele, viele spannende Lösungen, um über die KI Daten zu erheben. Und es geht halt um Videometadaten, die in physischen Ladenlokalen, also im stationären Einzelhandel, die da sehr, sehr wertvoll sind. Und genau, und da wird uns jetzt einmal der Roy Iglesias zeigen, was man mit diesen Daten machen kann, wie man mit den Daten arbeiten kann und wie die Plattform von Flame Analytics für Sie genutzt werden kann, um wirklich Ihr Geschäft zu optimieren und Rentabilität zu steigern, Umsatz zu steigern und Ihre Ladenlokale zu optimieren. Roy, einmal your turn. Okay, thank you. So now we are going to check some of the challenges that retailers face when they implement retail analytics or when they are thinking to implement retail analytics, and not only retailers, but we will try to focus mostly in retail, but we will see that all the physical spaces and also public venues or airports will experience this challenge. The first of the challenge is the limited visibility into the customer behavior. We think that is a big point that retailers are challenging too. Many retailers struggle to gain comprehensive insights into how customers move through and interact with their stores. Without proper tracking and analytics tool, it's very difficult to understand this question, because you can understand the customer traffic patterns and the dwell time in different areas, which displays and which products attract the most attention of your visitor or your customers, how customers also navigate between the departments, the conversion rates for different store zones. So this lack of visibility makes it challenging to optimize the store layout and also some merchandising strategies. The second point is the difficulties for measuring the store performance. Without a robust analytics strategy, previous slide, please. Sorry. Yeah, thank you. And I am still in the second point. That is the difficulties measuring the store performance. It can be hard to quantify the effectiveness of promotional displays, the staff productivity and the customer service levels, the impact of layout changes and sales on traffic flow, or maybe the performance of individual or departments, including or the product categories. We have also an inefficient store design. We challenge integrating data sources, because sometimes we have or we receive data from different sources, but we need to merge all of this data and understand if the KPIs cover our needs. We have the POS, the point of sale systems, we have the inventory management, we have our customer loyalty programs, and we need to merge all of this in order to have a strong platform that show us the right KPIs that we should focus on, and then took the right decisions for a better customer experience. And also the last point in this slide is the lack of data-driven decision making. If we don't have the data, we can't took the good decision. We know if the product assortment and merchandising is working properly, if the staffing levels are scheduled and at the right time, or the promotional strategies, we don't know if they are working properly. We move more people to the store or less people to the store regarding to some promotions and what time this is happening, and also we can improve the store layouts and design. So if we have the right data,
we can performance the store layout and the design of the store in order to make all the store more profitable. In the next, we have here the strategy, some strategies that we can move forward. The Flame Analytics platform provides powerful tools to analyze and optimize the layout for your retail space. We have heat map tables to show the visit hours and areas in your store, allowing you to make informed decisions about staffing or of course about the product placement. If you know the traffic flow, this could help identify bottlenecks and underutilized areas, the green or red areas that you have in your store. And this enables to redesign the space for a better customer flow. The real-time visualization of the space analytics, the platform, our platform, Flame platform, offers a comprehensive dashboards with real-time data. You can customize the graphs and the KPIs tailored to your specific news. And you have the ability to view the data for single or multiple stores. You can choose one store in order to check the performance of the store, or you can choose a group of stores and see how a geographical area is working. You can see also the comparison of different time periods to track improvements and identify some trends. And the other 3 points, so we have the visitor behavior analysis, the product layout, and also the traffic and conversion analysis, how many people were conversion to the store. Regarding our solutions, we have 3 main solutions that you can have different approach to these solutions. We focus on measure the traffic of the store. The traffic is regarding how many people seem to passing through the store, how many people is inside the store, how the people is moving into the store, and how many time they spend or dwell time they have in the store. The customer journey, if the people is going through the entrance and they go to a specific area and then go to another area, and then they go to the cashier. And also we have the ability to connect with those customers, because our platform, of course, has a CRM solution in order to send right campaigns for people if they are connected to the Wi-Fi or if they have the APP from the retailer. But also our platform is connected to other data solutions like Salesforce or Shopify or SAP and another digital platform solutions that help the retailers to send some push notifications and personalize some communication to the people. So that's what we do with Connect, and this is the 3 uses of our solution that most of the retailers are doing right now. Okay, well, regarding the retail, we can measure different questions, different KPIs. We know the street traffic, we know the in-store traffic, we can know the zone traffic, analyze traffic in different areas or floors within the store. We can help optimize the store layout and the product placement with this. We know the conversion. The conversion is very interesting because it measures the end-to-end conversion funnel from street traffic to visits and to sales. And you also can calculate the conversion rates and some key performance indicators that you have from the sales of your store. And we can check also demographic data. We can identify the gender and the age of the visitors.
Of course, all of this anonymously is not a privacy question that we will check later, and we can help to tailor some product offerings to the right customer. We know the customer path, and we also, of course, know the repeat visits and the time. So for retailers, we have a lot of KPIs that are quite interesting to measure and to follow. And these metrics provide retailers some comprehensive insights into customer behavior, store performance, and opportunities for optimization. Regarding the malls, we have some questions that from retail also applies to malls, but our approach to malls is a little different because the first question that we measure in malls is the perimeter and vehicle traffic in order to understand how the perimeter of the mall is working. Also the traffic in different levels and zones, because the people is moving in different levels and zones. We can analyze the foot traffic across the different floors and specific areas within the mall, and optimize also how the mall locates the stores in the mall place, because sometimes the main stores are focusing most of the visits that we have in the mall, and we can change the layout in order to have different moves into the mall. We can check, as I mentioned before, the tenant traffic. We can track the traffic to specific tenants in mall or multi-store setting, and this helps to evaluate how the tenant is performance and optimize also the mall layout. We know, of course, the customer path and repeat visits and visit duration in the mall. And if we are managing, or our platform is able to do that, but if we are managing the guest Wi-Fi, we can know much more data of the customers. We can have more analytics data for send more specific campaigns, and also we will have more analytics closed with the analytics that we catch through the cameras. And in public venues is a match between how we do in stores and how we do in malls. So we jump also to do it in public venues, in museums, in hotels, in airports. We are working in different physical spaces. We know the traffic in levels and zones, of course. We know the occupancy rates, and we know the customer journey. And then I think we enter into the demo. So I will try to share my screen and make the demo. I don't know if you are you seeing my screen right now? Yes. Yes, that's our platform, our main dashboard. And well, in today's demo, we will explore several key features that make Flame a powerful tool for data-driven decision making. The first, we will look at how the platform measures foot traffic and analyze customer behavior, giving you a clear picture of how visitors interact with your space. Next, we will demonstrate how to optimize store layouts based on real-time data, which can enhance customer experience and drive sales. To understand how this platform works, accessing the platform is very easy.
because it's cloud-based. You only require a simple login with your user credentials, your user and password. And once logged in, you will greeted by a dashboard like this one, and this one that we are seeing right now. This is some example of some of the dashboards. And this dashboard is displaying the key data relevant to your business. In the top right corner, you can select specific dashboards that shows traffic or in-store present data. We have here conversion, presence, affluence. We have different data that we see in real time. Now I am in affluence. I can be in presence to know the specific presence of the people, or I can be in the conversion funnel. Okay, the main one that we start, of course, always is the affluence, how the visitors are coming to our store. And this is the main dashboard that we display. You can choose next. You can choose to view the data from one or from multiple store based on of the groups or geographical areas. All of this is configurable. You can choose one store, a group of stores from Latin, from main Europe, from the Nordics, from the US, from Asia, from whatever you have the stores, you can choose the location and check the data. Then when you check this data, you can choose the data periods you wish to consult, whether it's current day data or data from past periods. You can choose the data in real time, or you can choose and to check data from past periods. You can select the month. Right now I choose the base period to the last 30 days. Okay, and this will compare it with the previous period. I can compare it with the previous age in the same period, but this is configurable. You can personalize this data as you want or as you need to understand the KPIs of your store or of your physical space. And well, the graphs of all of these dashboard are customizable, and we can adapt them to the KPIs that truly matters for your business. If we select the present dashboard, we will see specific data on people passing by our store. We see in this in passes by, and we see the passing by in front of our store versus those actually entering in our store. We also have data on dwell time, the visit stay in terms of visits, and we can check when we have the presence or the affluence. We can check the best hour of the day, the best day, that this is the busiest day, or we can have the heat map data. We have a lot of data. This helps making decisions when you have a good heat map table such as this. And this helps you to make good decisions about staffing levels during these hours, or moreover, the heat map table is also predictive. So this means that it's offering a forecast of expected visits, the expected visits data, and base it always on your historical data and visit patterns. Also, it's interesting that to keep in mind that all of these graphs can be affected by external factors such as weather conditions. We can introduce some variables like cold or heat, for example, to understand if we had more or fewer in-store visits according to the weather. Sometimes if the weather is good or if the weather is bad, we will see that the average number of visitors are increasing or decreasing.
and we can understand why this is happening. And I will show you now also the conversion dashboard, because I think that is quite interesting for your retailers, for main companies, but specific for retailers, the conversion panel. And the conversion dashboard in this presentation allows us to understand the evolution from traffic and visits to the actual store sales. Our platform is integrated with digital platforms like Salesforce or Shopify. I'm mentioning it before, among others, because we are always increasing the number of different digital platforms that retailers are using to have the POS data from sales and from other questions. So this will indicate the sales performance of your store. And this is some of the main indicators that we can analyze through Flame. But I think that we have over 200 graphs in our platform, and every month we are increasing the number of graphs, and we have more than 200 KPIs available to cater to the specific needs of each store model. So it's not only that the questions that you can see here, but it's also the questions that you can personalize to your specific needs of your store. And I think that this is a quick demo only to show you that all of this is possible, that you can do the same in your physical space than as you do in your e-commerce and your digital strategies. And maybe later in the questions you will want to have more details or then a demo in the near future. So I will be happy to attend. Ja, vielen Dank, Roy, für den Überblick über eure Plattform. Ja, jeder, der mit Daten arbeitet und auch sein, sagen wir, Geschäft basierend auf Daten optimiert, erkennt und weiß sicherlich, wie wichtig und wie werthaltig solche Daten sind. Und ich finde halt spannend, dass wir jetzt aufgrund der KI und der Technologie, die wir jetzt verfügbar haben, auch aus dem Kamerabereich, ja, mit Dahua, haben wir eine dermaßen Lernkurve hingelegt in den letzten Jahren, dass wir so viele Daten generieren können wie noch nie, zu so günstigen Kosten wie noch nie. Ja, und das führt dazu, Kombination auch damit, dass das ganze Thema Cloud Computing auch viel günstiger geworden ist, dass diese Gesamtlösung, Datengenerierung für den stationären Einzelhandel, ja, viel günstiger geworden ist, als das noch vor 5 Jahren der Fall war. Günstiger, aber auch, dass wir viel, viel mehr Daten generieren können, als das überhaupt früher möglich war. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich einen Break-Even-Punkt erreicht, wo dieses Thema Retail Analytics für den stationären Einzelhandel auch wirklich rentabel ist, hochwerthaltig ist. Das, was die Kollegen aus dem E-Commerce, sage ich jetzt mal, schon in den letzten Jahren sehr, sehr stark gemacht haben, ist wirklich jetzt der Zeitpunkt auch für Retail, für die stationären Einzelhandelskollegen da auch einzusteigen. Und Flame hat da wirklich eine herausragende Expertise mit vielen hunderten Projekten, vor allen Dingen in Spanien, aber auch in Lateinamerika, USA und in anderen Standorten. Und von daher freuen wir uns, da so einen erfahrenen Partner zu haben, die halt auch voll kompatibel sind mit den Dahua-Kameras. Ja, Dahua-Kameras habe ich jetzt gerade angesprochen. Hauke, hier würde ich an dieser Stelle gerne nochmal an dich übergeben und nochmal ganz kurz erklären, Video-Metadaten, was ist das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich? Dankeschön, ja. Als du Dahua erwähnt hast, war mir fast klar, dass das jetzt wieder zu mir fällt. Ja, genau, gehen wir mal auf die nächste Folie, bitte. So, da sehen wir jetzt eine symbolische Darstellung tatsächlich. Ne? Man muss ein bisschen unterscheiden bei Metadaten. Es gibt da verschiedene
Also ein Datenschutzbeauftragter versteht unter Metadaten eigentlich noch zusätzlich anfallende Daten, deswegen ist man da ein bisschen hellhörig. Hier sind es aber eigentlich die einzigen Daten, die uns interessieren. Vielleicht zum Hinweis, die komplette Entscheidung oder die Qualifikation oder die Erstellung eines solchen Datensatzes passiert on Edge, das heißt auf der Kamera. Das heißt, das Video brauchen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht sehen, wer da zum Beispiel vorbeiläuft, aber wir wollen zum Beispiel wissen, wie alt ist der ungefähr? Jetzt mal einfach grob geschätzt, liebe Kamera, sag mir mal, wie alt sind die Leute, die bei dir vorbeilaufen? Man kann auch andere schöne Sachen machen, wie zum Beispiel das Geschlecht. Auch das ist recht gut bestimmbar. Das ist keine 100%ige Sache, absolut nicht, aber es ist mit Sicherheit genauer, als wenn Sie 2 Studenten dahinstellen, die eine Strichliste führen. Also wir bekommen sehr gute Daten, also eine sehr, sehr hohe Qualität an Daten mit einem geschätzten Alter, mit einem geschätzten Geschlecht natürlich. Man kann auch andere Sachen abfragen, wie zum Beispiel, wie viele tragen denn zum Beispiel eine Brille, ja, oder einen Hut, einen Regenschirm. Haben Sie einen Rucksack auf oder haben Sie eine Handtasche? Das können durchaus interessante für den Einzelhandel durchaus interessante Sachen sein. Und die werden eben auf der Kamera tatsächlich schon generiert und wenn man möchte, eben auch nur die später verarbeitet. Und man muss dann natürlich auch noch sagen, in diesem Bereich, also mit diesen Daten arbeitet dann tatsächlich eigentlich nur Flame. Ne? Also Flame bekommt jetzt nicht Videodaten. Flame sieht nicht, wer da langgelaufen ist. Und Sie müssen bei diesen Lösungen auch tatsächlich keinerlei Aufnahme machen. Das ist das Schöne. Ne? Dann würde ich mal einen Punkt noch weitergehen bei der Folie, bitte. So, und der Aufbau ist auch ziemlich simpel. Ne? Genauso simpel wie eigentlich vorher. Natürlich gibt es gewisse Sachen im Punkt IT-Sicherheit zu beachten, wie immer. Aber letzten Endes, da es auf den Kameras selbst funktioniert, ist es so, wir haben einmal eine Kamera, die wird quasi mit dem Netzwerk verbunden. Das geht dann zu einem, im Regelfall ein NVR von uns, also wie eine Basisstation, ein Rekorder, kann man sich so vorstellen. Und der wird dann tatsächlich verknüpft, und zwar hier nochmal der Hinweis, bitte immer mit Firewalls und Netzwerksegmentierung dazwischen, mit eben den Servern von Controllex, die eine direkte Anbindung zu Flame haben. Dazwischen sind die Sachen dann tatsächlich verschlüsselt. Es gibt also eine Verschlüsselung, es gibt eine Authentifizierung. Das heißt, die Vertraulichkeit ist gewährleistet, als auch die Datenintegrität. Das muss man ganz klar sagen. Plus keine Videodaten gehen darüber hinaus. Das heißt, das Setup ist sehr einfach. Sie brauchen keine teuren Zusatzsensoren oder irgendwie Spezialinstallationen. Das ist wirklich nicht der Fall. Sie können das tatsächlich sehr einfach reinskalieren, wenn Sie möchten. Genau. Julia, jetzt wäre die nächste tatsächlich. Dankeschön. So, und bei den Metadaten kann man auch so tatsächlich stundenlang oder tagelang drüber reden. Man sagt immer, die Videodaten nennt man hochdimensionale Daten. Ne? Und die interessieren uns ja eigentlich nicht. Nur eben hochdimensionale Daten sind solche sehr schwer zu anonymisieren. Nur, wie gesagt, die interessieren uns genau null die Bohne hier in diesem Fall. Und deswegen nutzen wir strukturierte Daten. Die strukturierten Daten sind tatsächlich, wie wenn Sie jetzt eine Excel-Liste vor sich haben und da steht dann drin, Alter 20 bis 40 und dann machen Sie dann eben die Haken dran oder das Geschlecht dran, ne? Oder Kopfbedeckung war da. Das würden Sie eben so eintragen. Das sind strukturierte Daten, also mit denen man wirklich also wenn Sie wollen, können Sie 1:1 damit in der Excel-Liste arbeiten. Und die haben natürlich schon ein sehr hohes, wie soll man sagen, Niveau an. Man kann daraus jetzt keine Person reidentifizieren. Jetzt ist natürlich so, auch Sie sollten natürlich, wenn Sie so etwas einführen, immer das mit Ihrem Datenschutzbeauftragten machen. Ja, und es gibt verschiedene Anonymitätsklassen tatsächlich. Ja, dann spricht man von den Anonymitätskriterien. Da geht es hin, aber grundsätzlich, wenn Sie sich so eine Excel-Liste anschauen und Sie würden sich jetzt eine Zeile betrachten, da war jemand drin, der also von der Uhrzeit von 10 bis 11 Uhr, der war zwischen 30 und 40, wahrscheinlich männlich und hat eine Jacke angehabt. Da werden Sie aktuell sehr viele Leute finden. Ne? Nur für Sie ist das eben in Summe eine sehr wichtige Information.
Sind mehr Männer um die Uhrzeit da? Sind mehr Frauen da? Was für eine Altersgruppe da ist es? Das muss ich Ihnen ja nicht sagen, weil Sie wissen, es gibt tatsächlich Kunden, die kaufen eher das und die anderen kaufen eher das, ne? Was ja ganz klar ist. Das sind für Sie die wichtigen Daten, nur Sie könnten niemanden jetzt aus dieser Einzeile herauspicken und jetzt, ich komme aus Karlsruhe und Karlsruhe sagen, Mensch, das warst du. Das wird überhaupt nicht möglich sein, weil diese Identifizierungsbereiche, an denen kratzen wir nicht. Dann nochmal zur Ja, nächsten Folie. vielen Dank, Hauke. Ja, auch gerne kannst du die nächste Folie schon mal einmal aufspielen. Ja, danke, Hauke. Du hast das jetzt schon durchklingen lassen, an der einen oder anderen Stelle das Thema Datenschutz. Also man sieht, die Kameras, also Videometadatengewinnung über Kameras, hat wirklich in den letzten Jahren einen unfassbaren Entwicklungen genommen. Man kann da sehr, sehr viele Daten machen, erheben, generieren, auch relativ kostengünstig, viel kostengünstiger als noch vor einigen Jahren. Das hat Hauke jetzt ganz gut dargestellt. Wir wollen aber trotzdem auch noch mal explizit auf das Thema Datenschutz hinweisen, weil das Thema bewegt uns alle und wir alle wollen da sauber sein. Ist ein breites Thema, von daher wollen wir es hier nur ganz kurz anteasern. Hauke ist auch selbst Datenschutzbeauftragter der Firma Dahua und von daher, Hauke, gerne auch noch ein paar Sätze dazu, dass wir da auch sagen wir, die richtige Message hier auch nochmal mitnehmen. Ich würde tatsächlich noch eine Sache anfügen von dem, was du gesagt hast. Es ist brachial, was passiert ist. Das heißt, ich habe damals auch im Retail einige Installationen gemacht, da ging es um Personenzählung. Das war unheimlich teuer und zum Teil auch mit diesen Laserdingern recht ungenau, vor allem wenn sie den Laden umgebaut haben und von Heatmaps hat damals kein Mensch gesprochen. Vielleicht auch an die Zuhörer. Man ist heute bei einer ganz anderen Version an Datenqualität. Also Sie können unheimlich schnell und sauber tatsächlich ganz exakt Besucherströme messen zu einem Bruchteil der Kosten. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist keine Kostengranate mehr. Im Gegenteil, Sie werden ein bisschen erschrocken sein, dass das damals so teuer war, wenn Sie das mit den heutigen Systemen vergleichen, was Sie da rausbekommen. Auch hier, wenn wir jetzt dann werden wir immer konfrontiert und das ist natürlich auch ein Thema, was man behandeln muss mit dem Datenschutz. Jetzt haben wir natürlich nicht nur wir haben auch noch in der Europäischen Union und man kann darüber streiten. Ich finde es sehr gut, dass es das gibt, tatsächlich den AI Act, also jetzt, wenn es künstliche Intelligenz gibt oder auch deren Auswirkungen im realen Leben. Das haben wir auf der einen Seite. Und wir haben natürlich auch noch die anderen Sachen wie NIS2, wo jetzt natürlich auch viel Werbung mitgemacht wird oder auch Angst mitgemacht wird oder generell alles mit Cybersecurity. Den rechten Teil kann man sehr schnell abschließen. Sie kriegen es mit unseren Produkten und unseren Konstellationen immer hin. Ich wüsste keine einzige Idee, wie Sie das nicht hinbekommen können. Wir haben die höchsten Zertifizierungen auf IT-Sicherheitslevel für unsere Produkte, die man bekommen kann. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und auch entsprechend geschultes Fachpersonal, was die Sachen entsprechend den Normen, den geltigen Normen und Gesetzen installieren kann, dass die Sachen auch sicher sind. Dass das kein Einfallstor wird für ein Incident, für einen Zwischenfall oder einen Angriff. Das muss man so sagen. Und damit eigentlich der rechte Spalte schon erledigt. Es geht 100%ig und dafür sind wir auch da, dafür werden wir bezahlt. Der linke Teil ist natürlich so, in einem Unternehmen sollten Sie bei der Einführung von so etwas immer den Datenschutzbeauftragten ganz am Anfang mitnehmen. Das sollten Sie tun, denn der wird sehr erleichtert sein, wenn er sieht, was die Kamera überhaupt ausspuckt. Ja, wenn er wirklich sieht, okay, das spuckt wirklich nur Metadaten aus, die weiterverbreitet werden, macht es ihm die Sachen sehr, sehr viel einfacher, tatsächlich auch diese Sachen zu beurteilen. Nichtsdestotrotz muss er natürlich sein Schema durchgehen. Das heißt, eine Datenschutzfolgeabschätzung ist nötig, als auch natürlich eine Risikoanalyse im Sinne vom AI Act. Denn es geht ja noch viel mehr auch mit Flame Analytics und unseren Lösungen, zum Teil eben auch positiv zum Beispiel zum Schutz von Kindern oder anderen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, Sie haben eine Tankstelle oder Ähnliches und sobald ein Kind den Laden betritt, wird zum Beispiel die komplette Werbung für Tabak ausgeblendet. Es gibt dann keine Tabakwerbung mehr drin, sondern nur noch etwas Adäquates. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, Sie haben digitale Werbetafeln zum Beispiel. Sie haben ja nur eine gewisse Zeit, wo diese Person eigentlich überhaupt auf das Ding schaut. Ne? Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn Sie diese Streuungsverluste minimieren.
Und tatsächlich mit Flame zusammen und mit uns können Sie das mit wenigen Schritten sehr, sehr stark minimieren. Ja, dass, dass ich jetzt nicht für einen Frauenrasierer für Beine interessiert bin, sollte eine Kamera sehr schnell entscheiden können. Tatsächlich und dann auch passende Werbung, zumindest für Männer oder vermeintlich Männer, darstellen können. Es gibt Streuungsverluste, gibt es immer, das ist auch gut so, aber man kann es schon stark minimieren. Nichtsdestotrotz immer eine Datenschutzfolgeabschätzung machen. Das ist bei großen Konzernen Usus. Es hilft ihnen auch proaktiv Risiken zu minimieren und nicht nur das. Es hilft auch tatsächlich, sich bewusst zu werden, was will ich überhaupt erreichen. Also was ist meine Hypothese, was für Daten möchte ich, wie sinnvoll sind die Daten, kann ich damit auch später arbeiten und dann kommt auch hinzu, wo sind denn die Standorte der Kameras, das kommt dann alles dazu und das kriegen Sie tatsächlich sehr schön bei einer Datenschutzfolgeabschätzung raus. Das ist tatsächlich unsere Empfehlung, das zu machen. Und alle Fälle, die ich gesehen habe, haben wirklich sehr gut funktioniert und sind ganz glatt durch jede Prüfung durchgelaufen. Ja, vielen Dank, Hauke, nochmal für die Einschätzung. Ja, hier auch nochmal Plädoyer auch an die Teilnehmer, wenn es da noch zu Fragen gibt, gerne auch im Nachgang noch adressieren. Wir kommen jetzt dem Ende entgegen. Wir haben nur noch 6 Minuten und wir haben auch noch ein paar Fragen offen, die wir gerne in der Q&A-Session platzieren würden. Vorher aber abschließend nochmal mein Plädoyer an alle Retailer, aber auch an alle Systemintegratoren und Facherrichter. Retail Analytics ist ein sehr, sehr spannender Markt. Bin sicher, wir werden hier sehr hohe Wachstumsraten sehen in den nächsten Jahren und haben die auch schon gesehen jetzt in den letzten Jahren. An alle Retailer, sprechen Sie uns an, buchen Sie bei uns einen Beratungstermin. Wir können Ihnen schlüsselfertige Lösungen anbieten, Hardware, Software, aber auch Installation und Wartung, gemeinsam mit unserem Errichter und Pool, also mit unseren Kunden. Dann können wir uns kundenspezifische Anforderungen Ihrerseits im Detail anschauen und können dann auch schnell Angebote legen. An alle Richter und Systemintegratoren, die jetzt heute hier teilgenommen haben, auch nochmal das Appell, sprechen Sie uns an. Wir sind da, wir bauen gerade den Errichterpool auf für Retail Analytics Projekte und sind da in Deutschland, Österreich, in der Schweiz auch auf der Suche nach Partnern, die wir auch da schulen, sowohl auf der Flame Analytics Software-Plattformlösung, aber halt auch in der Hardware. Installation, Wartung ist ein ganz wichtiges Thema. Auch wie warte ich dann eine entsprechende Kamera, dass die auch zuverlässig Daten liefert, auch bei ein Ladenlokal vielleicht umgebaut wird etc. Da haben wir schon den Richterpool und bauen den aber auch weiter auf. Genau, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Wir hatten eigentlich 10 Minuten vorgesehen für Q&A, aber ich denke, das schaffen wir. Ich fange mal direkt an mit der obersten Frage. Die kam rein, und zwar, wenn die Reidentifizierung nicht möglich ist, ist es auch nicht möglich, wiederkehrende Kunden zu identifizieren. Oder liege ich da falsch? Ich glaube, ich nehme die Frage einmal selber. Ja, da ist es tatsächlich so, über Videometadaten kann ich einen spezifischen Kunden nicht Tage später reidentifizieren. Ja, sodass ich da jetzt im Prinzip sagen kann, okay, das ist Kunde X gewesen, der war am Montag da und der war auch am Freitag wieder da. Das ist über Videometadaten nicht möglich. Das hat halt Vor- und auch Nachteile. Ich kann den Kunden, solange er sich in meinen Ladenlokalen verhält, kann ich den durchaus tracken, wenn ich da einen Videostream habe. Aber ich kann den nicht basierend auf den Videometadaten, die ich erhoben habe, identifizieren. Ich kann natürlich gucken nach Gruppen. Ich kann natürlich schauen, okay, sagen wir mal, 40-jähriger Mann oder 40-jährige Männer, wie viele waren das, wie viele kommen am Dienstag, kommen am Freitag etc. Aber für eine spezifische einzelne Person geht das basierend auf Videometadaten tatsächlich nicht. Genau. Dann haben wir hier noch eine Frage, ich übersetze das mal auf Deutsch. Ist es möglich, die Daten einzubinden in nachgelagerte Systeme, Data Lakes wie Snowflake und Databricks?
So I will translate it to you. It's maybe a question for you, Roy. Is it possible to integrate the data to data lakes like Snowflake and Databricks? You already informed us during your presentation that Flame has a solution for that, right? Yeah, of course. Yes, I mentioned before that we have some integrations with Salesforce or Shopify or SAP. We have integration with different ecosystem with the digital platforms. But of course, we have integration with some data lakes, with Snowflake, with Databricks. So this means that the customer is able to receive all the data that we catch into the stores with the different cameras or the different sensors that we have, and then we send this data to these data lakes like Snowflake or Databricks, whatever you want, and they choose the BI solution or ClickSense or Tableau or the solution that you have in your company in order to check the data and the KPIs by yourself. Ja, vielen Dank, Roy. Also ja, das geht. Also Flame Analytics ist integriert mit verschiedenen Systemen. Ich weiß nicht, was Sie da haben, ob Snowflake oder ob das Databricks ist oder andere. Es gibt da eine Vielzahl von Data Lake-Systemen, die angewendet werden im Retail-Bereich. Und Flame hat schon viele eingebunden, ist aber auch in der Lage, neue einzubinden. Ja, und dann wird das natürlich spannend, wenn man anfängt, die Daten dann zu mergen. Und hier unterstützt Flame gerne, wir aber auch. Wir kennen uns auch mit Datenmigrationsthemen ganz gut aus. Von daher sprechen Sie uns an. Wir schauen uns das gerne an. In der Regel sind die Schnittstellen über eine API geregelt und das ist auch kein Hexenwerk, das miteinander zu verbinden. Und dann ist das aus einer Daten-Analytics-Perspektive wird das dann sehr spannend, wenn man die Daten mergt im Data Lake. Hier haben wir noch eine weitere Frage und zwar die Heatmaps. Wenn man Heatmaps erstellt, macht man das über eine Kamera oder über Wi-Fi? Auch hier, question to you, Roy. Heatmaps are generated based on camera or Wi-Fi as well? That's the last question. Yeah, we can do both. In the past, we used to do it with Wi-Fi because it's the most common installed technology mainly in venues or in malls and big places. But in retail, for retailers, we recommend to do it with cameras in order to track where customers are going and the customer journey that they have in the store. So most of this question, the heat map, we will have more data in a retail environment with a camera, but not with the Wi-Fi because we don't have enough access points. And if we want to be sure that we are in front of a perfume or of a specific cloth, we should do it with cameras. But so it depends of the size of the venue. Ja, vielen Dank. Also es hängt tatsächlich von der Größe ab. In einer Mall kann man das auch über Wi-Fi ganz gut tracken, aber normalerweise im Einzelhandel, im stationären Einzelhandel geht das mit Wi-Fi nicht, weil die Ausstrahlung viel zu groß ist. Da arbeitet dann Flame vorzugsweise auch mit Kameras. Bei Malls oder bei großen Flächen gibt es aber auch Lösungen, Heatmaps zu erstellen über Wi-Fi und da ist die Flame Analytics Plattform auch in der Lage diese Technologie umzusetzen. Genau, ja, wir sind am Ende angekommen. Ich will auch nicht Ihre Zeit weiter strapazieren. Wir haben hier noch ein paar Fragen offen. Kann man es in CRM einbinden? Flame, ja, geht. Kann man, wie reliable ist ein People Counter? Da hat der Hauke schon einiges zu erzählt. Sehr, sehr gut mittlerweile die Datenqualität beim Thema Personenzählung. Viel besser als noch vor einigen Jahren. Und die KI ist da auch noch nicht am Ende. Und das geht in verschiedene Richtungen, kann man auch mehrere Zonen einzeichnen, in der man halt Personen zählen kann. Es ist wirklich erstaunlich, was da heute geht und
Da kann ich wirklich allen auch nur raten, da jetzt nochmal reinzugehen. Sowohl was Performance angeht von der KI, als auch was die Kosten angeht, hat sich da Dramatisches getan. Und ja, die Zuverlässigkeit ist sehr hoch. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, wir haben unsere Message rübergebracht. Ich hoffe, Sie konnten konnten was dazu lernen, was mitnehmen. Falls noch Fragen sind, Sie können online bei uns buchen auf der Webseite. Hier finden Sie auch nochmal den QR-Code. Wir stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung von Seite von Controlex. Wir gucken uns Ihren Fall sehr gerne an im Detail. Und bei Bedarf werden wir auch den Roy Iglesias oder sein Team aus Spanien hinzuschalten oder auch Hauke Kerl aus dem Team von Dahua in Düsseldorf und schauen uns dann wirklich ihren spezifischen Fall an. Und auch nochmal das Appell an alle Errichter und Systemintegratoren. Wir bauen einen Pool auf, der sich auf dem Thema gut aufkennt. Und auch hier nehmen Sie das in Anspruch und buchen bei uns einen Beratungstermin. Und dann sprechen wir gerne auch nochmal im Detail drüber. Ja, vielen Dank in die Runde. Vielen Dank, Roy. Vielen Dank, Hauke, für die Expertise, die ihr hier mitgebracht habt. Ich glaube, das ist sehr gut rübergekommen. Ihr kennt euch in den Themen sehr, sehr gut aus. Und ich freue mich, da mit Flame Analytics und mit Dahua so starke Partner an meiner Seite zu haben. Thank you for the organization and thanks to all for attending this webinar. Hope you find some interesting key points. Ja, also auch von mir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss zusammen.